Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Wie diejenigen, die meine Videos immer verfolgen, schon wissen, habe ich mir in Deutschland ja immer meine hochgesunden Wildkräutersäfte täglich entsaftet. Da ich mich derzeit allerdings in meinem Heimatland Namibia befinde, wo ich meine kranke Mutter pflege und weil es dort eben keine Wildkräuter gibt, wie man sieht, ist es dort Halbwüste, wo es jetzt im Winter höchstens trockenes Gras zu pflücken gibt. Und wenn dieses Land auch wunderschöne Landschaften beinhaltet und unberührte Natur, MashaAllah, so sind wir hier leider nicht mit der Fülle an gesunden Wildkräutern gesegnet, wie man das in Deutschland ist. Und da ich trotzdem nicht auf meine gesunden, gepressten, grünen Säfte verzichten möchte, habe ich hier jetzt auf das Kulturgemüse zurückgegriffen. Und wenn das gezüchtete Kulturgemüse natürlich nicht zu vergleichen ist mit den hochgesunden Wildkräutern aus der Natur, so ist es doch immer noch besser, als gar keinen grünen Saft zu pressen. Und zwar presse ich mir jetzt täglich einen Saft aus Sellerie, Spinat, Grünkohl, Petersilie, Koriander. Alles natürlich von Bioqualität, von den örtlichen Farmern hier. Und zwar verpresse ich dazu natürlich auch immer noch ein Stückchen Ingwer, Knoblauch, Zwiebel, Zitrone und manchmal auch noch Karotten und anderes Zitrusgemüse wie Grapefrucht und Apfelsine, da diese hier im Winter ja gerade Saison haben. Damit will ich all denjenigen in Deutschland zeigen, die nicht die Möglichkeit haben, an diese hochgesunden Wildkräuter zu gelangen, dass sie sich trotzdem gesunde, rohköstliche grüne Säfte pressen können. Denn auch die genannten Gemüsesorten haben sehr gesunde Eigenschaften. Wer daher wie ich das intermittierende Fasten praktiziert, könnte und sollte sich zu Beginn der Essensphase, sprich um 12 Uhr, je nachdem wann man eben mit dem Fasten aufhört, zuallererst einen grünen, gesunden Saft pressen, um dieses gesunde Getränk zuallererst auf leeren Magen zu sich zu nehmen, weil dann die Nährstoffe direkt ins Blut übergehen. Hier seht ihr jetzt, was ich alles durch meine Presse ziehe. Hier haben wir ein Stück oder mehrere Stücke Ingwer, etwas Knoblauch, den lasse ich einfach mit der Schale dran. Dann nehmen wir hier die rote Zwiebel, denn die rote Zwiebel ist sehr viel gesünder als die weiße Zwiebel. Nochmal Ingwer hier, dann ein paar Karottenstückchen. Dann haben wir hier jetzt den Koriander. Koriander ist ja sehr stark entgiftend, wie ihr von meinem Entgiftungsvideo schon wisst. Das verlinke ich euch hier oben, inshallah. Petersilie haben wir hier, dann hier Zitrone, alles Bio natürlich. Das ist Grünkohl, es gibt verschiedene Grünkohlsorten. Das ist die Sorte, die hier in Namibia wächst. Dann haben wir hier Spinat, Sellerie hier, das ist frischer Sellerie. Sellerie ist unglaublich gesund, MashaAllah. Ich werde euch danach noch die ganzen Eigenschaften der verschiedenen Gemüse aufzählen, inshallah. Ja, und das kommt jetzt einfach alles hier in meine hochwertige manuelle Graspresse, die viele ja schon kennen von meinen anderen Videos, wo ich meine Wildkräutersäfte vorgestellt habe. Hier kommen wir jetzt zum Koriander, den geben wir dazu und jetzt wird es einfach alles wieder hier durch diese Presse gezogen. Wichtig wieder zu erwähnen, dass ihr unbedingt eine Saftpresse benutzen solltet, also möglichst so eine manuelle, denn die sind am günstigsten, aber es muss eine hochwertige sein, eben aus Edelstahl, wie diese hier. Ich werde euch die unten nochmal verlinken, inshallah. Keine normalen Entsafter, die mit hoher Geschwindigkeit arbeiten, also keine Zentrifugalentsafter zum Beispiel, weil durch die hohe Geschwindigkeit der Umdrehungen Oxidation entsteht und dann viele Nährstoffe verloren gehen. Das gleiche würde zum Beispiel im Smoothie passieren, wo auch bei hoher Geschwindigkeit eben das Gemüse zerkleinert wird. Da entsteht eben auch Oxidation, deshalb möchte ich immer empfehlen, eine Saftpresse zu benutzen, wie hier zum Beispiel diese manuelle, hochwertige Stahlsaftpresse, weil hier alle Nährstoffe der gesunden Gemüsesorten erhalten bleiben. Jetzt möchte ich euch einige der gesunden Eigenschaften dieser verschiedenen Blattgemüse aufzählen, die ich hier benutze. Und zwar fangen wir an mit dem Sellerie. Hervorzuheben ist beim Staudensellerie besonders sein hoher Kaliumgehalt, der für eine der wichtigsten medizinischen Effekte des Selleries verantwortlich ist, nämlich für die harntreibende Wirkung. Gerade bei Gicht und Rheuma ist eine gründliche Entwässerung außerordentlich hilfreich, damit die entsprechenden Schlacken, also zum Beispiel die Harnsäure, besser ausgeschieden werden können. So enthält schon 100 Gramm frischer Sellerie 344 Milligramm Kalium und damit 10% der empfohlenen Kalium-Tagesdosis. Bei rheumatischen Erkrankungen ist überdies
überdies eine entzündungshemmende Wirkung willkommen und mit einer solchen kann der Sellerie ebenfalls dienen. Sellerie ist eine hervorragende Antioxidantienquelle. Neben antioxidativ wirksamen Vitaminen wie zum Beispiel Vitamin C und Beta-Carotin enthält der Sellerie auch beachtliche Mengen an Polyphenolen. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe mit ebenfalls stark antioxidativer Wirkung. Dazu zählen beispielsweise Phenolsäure, Flavonoide, Phytosterine und Furokumarine. Sellerie kann das Risiko entzündlicher Reaktionen sowohl im Verdauungstrakt als auch in den Blutgefäßen vorbeugen. Staudensellerie schützt als Antioxidant den Verdauungstrakt. Zudem verfügt er über ein enorm hohes Basenpotenzial. Auch kräftigt er das Herz-Kreislauf-System und wirkt gegen Krebs. Da Sellerie auch stark entgiftend wirkt, sollte er unbedingt von Bioqualität sein, weil er die Gifte stark an sich bindet und somit bei konventioneller Erzeugung viele Gifte in sich birgt. Die vielen gesundheitlichen Vorteile des Koriander überspringe ich jetzt hier mal, da ich dazu schon sehr viel in meinem Entgiftungsvideo gesagt habe. Das verlinke ich euch hier oben nochmal. Was die Petersilie betrifft, so ist in ihr fast die gesamte Bandbreite an Vitaminen zu finden. Vitamin A, B1 bis 6, C, Beta-Carotine, Folsäure, Vitamin K, B12. An Mineralstoffen liefern sie Calcium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Mangan, Kalium und Schwefel. Somit steigert sie das Leistungsvermögen, stärkt das Herz, kann Ablagerungen an den Arterienwänden lösen sowie Entzündungsprozesse reduzieren. Sie beugt Nieren- und Blasensteinen vor, schützt die Lungen vor krebserregenden Substanzen, wirkt aufgrund ihres hohen Chlorophyllgehalts auch stark entgiftend und vieles mehr. Der Grünkohl ist ein echtes Superfood, denn sein Nährstoffprofil übertrifft das vieler anderer Gemüsearten und sogar das der meisten anderen Kohlarten. Er enthält sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, unter anderem Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K, Vitamin B5, B9, Calcium, Kalium, Magnesium, Eisen und vieles mehr. Und wie gesund Spinat ist, das wissen sicher die meisten, das muss ich hier nicht noch extra aufzählen. Jetzt zeige ich euch hier noch kurz, dass ich eben das Vitamin K2 zu diesem gepressten Rohkostsaft hinzugebe, da wir sowieso ein hochwertiges Fett zu dem Saft hinzugeben sollten, damit die fettlöslichen Vitamine gut vom Körper aufgenommen werden darin. Deshalb gebe ich gleich das Vitamin K2 hinzu, das ich sowieso jeden Tag nehme. 4 bis 8 Tropfen sollte jeder zu sich nehmen. Man könnte natürlich auch das Vitamin D3 hinzugeben in Deutschland, aber hier in Namibia bekommen wir genug Sonne, deshalb gebe ich hier kein Vitamin D3 noch dazu. Und dann gebe ich noch ein paar von den Chlorella-Presslingen, wie wir gerade gesehen haben, von Algomet hinzu. Das ist das beste Chlorella, was ich euch auch empfehlen möchte. Als auch 2 Kapseln von diesem Ascophyllum nodosum, also dieser Braunalge. Die möchte ich euch auch stark empfehlen zu nehmen. Beides ist sehr stark entgiftend und unterstützt noch diesen Saft bei der Entgiftung. Vor allem aber bindet es die Gifte an sich, sodass diese dann mit dem Stuhlgang den Körper verlassen können. Würde man jetzt das Ascophyllum nodosum und diese Chlorella-Presslinge nicht hinzugeben, dann würde der Saft zwar die Gifte mobilisieren im Körper, aber nicht genug Ballaststoffe beinhalten, um sie auch an sich zu binden, sodass die Gifte dann immer wieder in den Blutkreislauf gelangen könnten und dadurch es zu einer immer wiederkehrenden Rückvergiftung kommen könnte. Und deshalb ist es wichtig, dass man immer zusammen mit diesen Rohkostsäften, also mit diesen gepressten Rohkostsäften, seien es nun diese Wildkräutersäfte oder auch jetzt einfach nur diese Kulturgemüsesäfte, die Chlorella-Presslinge und die Ascophyllum nodosum Kapseln, also die Braunalge, eingenommen werden sollten, damit man nicht unter Entgiftungserscheinungen leiden wird. Die besten Präparate zur Chlorella-Alge und zur Ascophyllum nodosum Braunalge werde ich euch hier unten in der Infobox dann nochmal verlinken, inshallah. Für die Ascophyllum nodosum Kapseln verwende ich einfach nur das Pulver, also ich kaufe nur das Pulver dazu und stelle sie dann mit meiner eigenen halbautomatischen Kapselmaschine her. Dazu gibt es ja auch schon ein Video von mir, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Hier seht ihr nochmal die Verpackung von dem Blattgemüse, was ich dann hier immer kaufe in der Stadt. Das ist also alles Bio-Gemüse, also Organic von den umliegenden Farmen hier. Das hier ist der Stangensellerie zum Beispiel. Ja, und ich halte diese Gemüsearten, die ich hier jetzt ausgewählt habe, für meinen grünen Rohkostsaft am allergesündesten. Also den Stangensellerie, den sehen wir jetzt hier, als auch eben den Grünkohl, Spinat, Petersilie, Koriander. Diese grünen Blattgemüse zählen zu den gesündesten Blattgemüsen meines Wissens, Wallahu alim. Vor allem aber sind sie eben sehr reich an Chlorophyll. Und Chlorophyll ist eben grünes Sonnenlicht, es sorgt für gesundes, reines Blut, es behebt den Eisenmangel, es wirkt gegen Demenz und Diabetes, es behebt Magnesiummangel, es entgiftet stark, es bremst Krebszellen aus, es ist ein Rundumschutz praktisch.
Grüne Lebensmittel enthalten nahezu alle Mikronährstoffe, die man sich wünschen kann, darunter das Beta-Carotin, aus dem der Körper Vitamin A für die Augen und die Schleimhäute herstellen kann, die Vitamine C und Vitamin K, Folsäure, Vitamin B6, Kupfer, Calcium, Kalium und Spurenelemente in ausgewogener Kombination. Selbst Omega-3-Fettsäuren finden sich in grünen Blättern sowie alle essentiellen Aminosäuren. Dazu gibt es noch jede Menge sekundärer Pflanzenstoffe mit antioxidativer und krebshemmender Wirkung. Grüne Lebensmittel sind die üppigsten Quellen einer Vielzahl äußerst wirksamer Phytonährstoffe, also sekundärer Pflanzenstoffe, und seltenster Spurenelemente. Und noch vieles mehr. Es sprechen also viele Gründe für Go Green. Und deshalb sollte jeder Mensch täglich grüne Säfte konsumieren. Und wer keine Wildkräuter vor der Tür hat, kann eben, wie gesagt, auch einfach grüne Rohkostsäfte pressen, wie ich das jetzt hier in Namibia tue. Das hier sind die Zitronen von unserer eigenen Farm, also die Bio-Zitronen aus dem eigenen Garten unserer Farm, die mein Bruder immer mit in die Stadt bringt. Und wie gesund auch Bio-Zitronen sind, die man mit der Schale verpressen sollte, das muss ich ja hier nicht nochmal betonen. Ja, und damit hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video wieder einige Inspirationen für gesunde, grüne, rohköstliche Säfte bieten konnte. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachmachen dieser gesunden, rohköstlichen, grünen Säfte. Gutes Gelingen, vor allem aber gute Gesundheit. Vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.